Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und heute zeige ich dir, wie du etwas Licht in die Welt bringen kannst. Das ist mein Beitrag zum Videohop der Stempelfamilie and Friends, eine Aufstellkarte mit Teelicht drin. Wir zeigen dir insgesamt 5 Ideen zum neuen Jahreskatalog von Stampin' Up, der ab 2.5., also in wenigen Tagen, gültig ist. Dabei verwenden wir Materialien, die aus dem bisherigen Katalog in den neuen Katalog übernommen worden sind. Sozusagen gute und bewährte alte Eisen. Ich habe dafür das Stempelset Watercolor World verwendet. Und hoffe, dir gefällt mein Beitrag. Auf jeden Fall viel Spaß und Inspiration mit unseren Ideen. Und dann fangen wir auch doch mal direkt an. Ich bin ein großer Fan von Teelichtkarten. Ich verschenke die auch unheimlich gerne. Und als ich diese Variante bei der amerikanischen Stampin' Up Demonstratorin Tammy White gesehen habe, wusste ich, die muss ich nachmachen. Habe mir also ihre Inchmaße genommen, in Zentimeter umgerechnet, in schöne Zentimetermaße dann angepasst und werde sie dir jetzt zeigen. Wie gesagt, verwendet habe ich Watercolor World. Das ist ein Gummistempel, da kannst du dann auch mit den Stampin' Up White Markern draufmalen, verschieden kolorieren und einfach Struktur reinbringen zum Beispiel oder einfach eine knallbunte Welt erschaffen. Für die Teelichtkarte habe ich heute einfach mal ganz schlicht mit Memento in Schwarz gearbeitet, aber dafür die Karte in schön poppig Papageiengrün. Es ist leider noch ein bisschen hell bei mir draußen, deshalb sieht man das vielleicht nicht so gut. Das mal so ein bisschen, aber da sieht man es. Kann dir so ganz einfach zusammenklappen, so ein LED-Teelicht dazu geben und so ganz normal in einen Briefumschlag packen. So. Dafür benötigst du, ich stelle die mal hier so ein bisschen an den Rand, dass unsere Welt noch leuchtet. Kann man in diesen Zeiten wirklich gut haben. Ein bisschen Licht in dieser Welt, finde ich. Ist nie verkehrt. Du brauchst eine Kartenbasis in 21 x 14,5 und ein zweites Stück Kartenbasis in 14,5 x 12 cm. Für innen drin hier ein Stück Farbkarton in Weiß in 13,5 x 9,5 cm. Für vorne drauf ein Stück Designerpapier in 13,5 x 9,5. Das ist ihr aus dem Zoo-Set. Ich weiß gerade gar nicht so genau, wie das heißt. Und da habe ich auf jeden Fall die Rückseite verwendet, hier auch. Und noch ein Stück Pergament in 13 x 9 cm. Ich habe hier meins schon bestempelt in der Vorbereitung, weil auf Pergament braucht die Farbe einfach ein bisschen länger, um zu trocknen. Wenn du weißt, du willst das am nächsten Tag basteln oder in ein paar Stunden, einfach Zeit lassen zum Trocknen, damit das auch nicht, wenn man versehentlich dran kommt, verschmiert. Und dann noch so ein Stück Restfarbkarton, wo ich auch aus einem übernommenen Set, das muss ich gerade einmal gucken, das ist Heimeliges Licht. Das hier, das finde ich auch ganz toll. Da habe ich den Spruch, nimm dir Zeit zum Träumen übernommen. Ich habe die Gummivariante, es ist jetzt noch in der Klarsichtvariante verfügbar, aber tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich bin einfach ein großer Fan der Gummistempel. Jetzt haben sie es nur noch in Klarsicht. Aber kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Auch mit den Stanzen. So. Dann rollen wir das alles mal ein bisschen beiseite. Nehmen das erste Stück Farbkarton. Legen die lange Seite an. Und falzen es einmal bei 14,5. Jetzt brauche ich doch ein bisschen mehr Platz, damit man das sieht. So. Was erzähle ich? Die lange Seite bei 10,5, so dass man eine Faltkarte rauskriegt. Und das kurze Stück, oder das kleine Stück, legen wir an der kurzen Seite an und falzen es bei 10,5. Könnten auch 1,5, hier ist es 1,5, aber ich finde, in dem Fall kann man sich das hier besser ranschieben. So. Das waren auch schon so die Grundteile. Das hier falzen wir einmal ordentlich.
Hier gehen wir auch noch mal mit dem Falzbein nach. Und hier klebe ich schon doppelseitiges Klebeband drauf. Und zwar auf die Kante, die hinterher nach innen geklebt wird. Ich klebe da jetzt, damit das wirklich gut hält, 2 Streifen nebeneinander. So. Hier möchte ich so ein Loch reingestanzt haben, ne? Damit das so, weil ich aber nicht das Pergament von innen aufkleben sollte, sondern hier diesen Rahmen haben wollte, habe ich ein Loch hineingestanzt. Dafür habe ich diese quadratische Stanze verwendet, um jetzt festzustellen, dass die leider aus dem Katalog rausgegangen ist. Aber auch ein altes Eisen, was übernommen wurde, sind die Büttenrandstanzen. Die finde ich eh ganz toll. Die kann man einfach, sehen einfach schick aus, wenn man damit eine Karte vorne gestaltet. Und die ist eins davon in derselben Größe. Deshalb machen wir das diesmal hiermit. Dafür brauche ich jetzt ein bisschen Platz auf meinem Schreibtisch. So. Ich nehme dafür meine Stanzmaschine. Und lege jetzt meine Grundkarte zusammen mit dem Farbkarton, was erzähle ich, zusammen mit dem Designerpapier hier auf. Der hat rundherum 5 cm Luft, bisschen mehr als ich sonst habe. Und ich mache das jetzt in einem, weil ich festgestellt habe, wenn ich es nacheinander mache, ich sozusagen die Löcher nicht ganz genau treffe. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie wirklich exakt übereinander liegen. So, die zweite Platte drauf. Gucken, dass hier so rundherum der gleiche Abstand ist. Und wenn es ein bisschen hackt, das ist nicht schlimm. Und wackelt. Und damit es wirklich durch beide durchgeht, kurbel ich es jetzt auch zweimal durch. Normal bei einer Schicht Papier würde einmal reichen. So. Brauchen wir nicht mehr. Ich kann wieder zur Seite. Dafür brauchen wir das hier wieder. So. Und er hat mir beide Elemente gleich ausgestanzt. So dass das hinterher wirklich an der gleichen Stelle übereinander liegt. Dann möchte ich das jetzt hier gleich da drin haben, und zwar richtig rum. Entschuldigung. Dafür klebe ich doppelseitiges Klebeband ganz nah hier am Rand entlang. Also wirklich ganz nah am Rand. Weil ja das Designerpapier auch nicht so weit überragt, damit da keine Klebespuren seitlich irgendwo überstehen. Das wäre nicht so schön. Aber so mit so 6 mm ungefähr passt das ganz gut. So. Und dann klebe ich meine Teelichtkarte Schicht für Schicht auf. Dann, wie gesagt, hier das einmal abgezogen und meine gestempelte Welt genommen und gucken, dass man sie ganz mittig hier über den Rand klebt. Ich fange hier auf einer Seite an und streiche dann die anderen Seiten fest, damit es keine Wellen irgendwo schlägt oder sich irgendwie verformt. So, dann kommt jetzt wieder eine Schicht drauf. In dem Fall klebe ich es, ne, ich klebe es auch hier drauf. Und zwar auch wieder hier oberhalb der Innenkante von dem Papageien-grünen Farbkarton. Aber aufgepasst, dass es halt nicht innen drin reingeht. Ja, die Welt fällt hier hinten so ein bisschen runter. Da kann man aber bestimmt experimentieren mit verschiedenen Größen,
wenn man die ganze Welt drauf haben möchte. Oder man macht es kleiner, weil man nur einen bestimmten Ausschnitt haben möchte, weil man jemand alles Gute zur Reise in ein bestimmtes Land wünschen möchte. Das ist ja alles möglich. Na? So. Und dann wieder gucke ich, wo mein Rahmen da drunter ist. Setze das hier vorsichtig fest. Streiche das hier fest. Und habe totalen Käse gebaut. Ja. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, dass ich das falsch gemacht habe. Aber das können wir retten. Meine Karte nämlich besteht die Basis hier raus und ich habe aus dem kleinen Element das rausgestanzt. Ist auch schöner, dann klebt man das hier oben an, hat hier oben seine Kante und gut ist. Aber das können wir retten, das ist überhaupt kein Thema. So, jetzt kleben wir einfach das hier, was eigentlich unser Vorderteil sein sollte. Hier hinten dran. Und zwar gucke ich, dass ich mir das flach hinlege, habe meine Klebeseite hier vorne, gehe hier, gucke, dass ich hier auf Kante komme und mich direkt an die Falzkante ranschiebe. Schön festdrücken. Dann ist diese Kante nämlich jetzt statt hier oben, hier unten. Ist überhaupt kein Thema. Man sieht, man kann es in beide Richtungen gestalten. So. Und dann schließen wir die Karte noch ab, indem wir unser Stück Farbkarton, wo wir noch was draufschreiben können, in die Karte reinkleben. Und natürlich noch hier vorne den Abstandhalter. Oh, die Welt muss leuchten. So. So, auch da habe ich mal nicht meine typischen 2,5 mm, sondern mal 5 mm genommen. Finde ich einfach hier mit dem Rahmen ein bisschen schöner. Den Streifen, wo ich mir den Spruch aufgestempelt habe, dafür nehme ich dann die Dimensionals. Klebe mir hier hinten so ein paar drauf. Und das funktioniert dann als Stopper, damit die Karte nicht nach vorne wegrutscht. Dann gucke ich, wie weit ich sie so ungefähr haben möchte. Einmal hier seitlich gezeigt. So, also so wäre zu klein für das Teelicht. So möchte ich es ungefähr haben. Ich halte mir das hier so hin. Orientiere mich hier an mein Karopapier, damit die Karte gerade liegt und ich das auch gerade aufklebe. So. Und habe eine weitere Teelichtkarte, eine Aufstellkarte mit Teelicht. Ja, trotz des kleinen Patzers, dass ich das falsche Stück gestanzt habe, finde ich, ist ganz schön geworden. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du siehst, auch mit Fehlern kann man weiterarbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist nun mal kreative Arbeit und wir basteln einfach gerne. Ja. Und ich habe gelernt, eine Karte geht auch in zwei Richtungen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast und schau dir auf alle Fälle auch die Videos der anderen 4 an. Die haben auch tolle Ideen mit alten Stempelsets, die übernommen worden sind. Bis zum nächsten Mal, deine Annalena.